Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom The Data Rant Podcast. Wie gewohnt, Ulrich und ich sind wieder am Start und erzählen euch ja unsere Learnings und unsere Weisheiten oder das, was wir denken, als Weisheiten zu haben. Aus 100 Jahren Data Consulting. Genau. Heute soll es ein bisschen um Spark gehen. Letzte Episode hatten wir viel über DuckDB geredet und heute sozusagen die etwas andere Seite des Spektrums mit ja, super verteiltem Processing und ja, separiertem Storage und Compute. Und Ulrich wird heute, glaube ich, eine Menge Fragen beantworten können, die ich ihm stelle. Aber wie gewohnt soll es erstmal losgehen mit einem so ja Recap der letzten Wochen. Was haben wir gelernt? Und ja, Ulrich, was hast du in den letzten Wochen so gelernt? Ja, hi, freue mich auch wieder, dass es wieder weitergeht, endlich nach einer kurzen Pause. Ähm, und was habe ich gelernt? In dieser kurzen Pause habe ich gelernt, dass die Business Cases gerade im Data-Umfeld aktuell für Freiberufler sehr schwierig sind, weil es eben ganz viele VC-backed und auch investorengestützte Unternehmen gibt, die in dieses AI-Thema reingrätschen. Und da meistens auch weniger Gewinnerzielungsabsicht haben, sondern eher die Absicht halt viele Kunden und schnell zu wachsen, also in kurzer Zeit viele Kunden zu gewinnen und schnell zu wachsen. Und natürlich der größte Teil von Applied AI, sag ich mal, oder wenn man mit einem LLM arbeiten möchte, ist eben, dass im Hintergrund die Data Pipelines funktionieren und dass die Daten irgendwie zugänglich sind für dann diese Modelle. Und da arbeiten ja auch wir Oral drin. Und da ist natürlich dann dadurch, dass halt viele Startups da in diesen Bereich reindrängen, die eben nicht gewinnorientiert arbeiten müssen oder eben erstmal andere Geschäftsziele haben in der Ja. Gründungszeit. Sehr schwer für jetzt kleinere Unternehmen, Mittelständler und Freiberufler, da eben die Preise entsprechend so ähm, ja, durchzusetzen, die man halt als nachhaltig wirtschaftender Unternehmer ähm, benötigt, um eben sein Unternehmen und seine Freiberuflertätigkeit nachhaltig kostendeckend zu finanzieren. Und das ist so das, was ich gelernt habe, dass wir uns da praktisch als Freiberufler, kleine Unternehmer anders positionieren müssen und können und sollten. Aber dass man das vielleicht auch in so einem Prozess, wenn man sich um Aufträge bewirbt, dann auch kommunizieren muss und transparent sagen kann, hey, ich mache das seit 5 Jahren. Und weil ich das seit 5 Jahren mache, ist mein Lebenszyklus meiner Unternehmung ein anderer als jetzt ein frisch gegründetes Unternehmen, sage ich mal, mit einem Investor. Ähm, und deshalb sind eben meine Preisstrukturen anders als die von einem anderen Unternehmen. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich eine andere Beratung, eine unabhängige Beratung und wahrscheinlich dann auch nicht die Login-Effekte in so ein Startup, wenn es größer wird. Äh, Irgendwann müssen die Geld machen und Gewinn erzielen, spätestens wenn es verkauft wird an eine größere Firma oder wenn der Investor sagt, jetzt gebe ich mal kein Ja. Geld nach. Und da haben natürlich die Kunden von uns oder Partner von uns natürlich den Vorteil, dass das einfach stabiler und verlässlicher ist. Auf der anderen Seite natürlich dann eine andere Kostenstruktur. Aber der Total Cost of Ownership kann mir vorstellen, dass man den auf jeden Fall betrachten muss in so einer Zusammenarbeit mit einem Partner. Gerade weil eben vor allem im Data-Bereich so eine Zusammenarbeit eher langfristig Ja. angelegt sein sollte. Ist halt viel strategischer an vielen Stellen. Also gerade wenn man anfängt, hat man einfach ganz andere Themen, als wenn man schon, sag ich mal, Jahre dabei ist und dann vor allem noch ein paar Features vielleicht implementieren muss. Aber ja, wenn man bei null oder fast null anfängt, hat man einfach ganz andere Fragestellungen. Mein Learning von der Woche ist, oder von den letzten Wochen ist so ein bisschen, dass viele Firmen gerade, nee, eigentlich egal in welcher Größe, einen sehr großen Zoo an verschiedenen Tools haben. Also die haben halt immer alles. Da läuft irgendwo Databricks, dann läuft auch Snowflake irgendwo in irgendeinem Team. Dann andere Teams haben ihr eigenes Ding aufgesetzt.
Und das macht super schwer, so eine übergeordnete Datenstrategie irgendwie zu entwickeln oder auch zu haben, weil so viel Integrationsaufwand stattfinden muss, um diese ganzen verschiedenen Datenquellen aufzubauen. Und gerade in kleineren Firmen, wo auch die Kapazität gar nicht so hoch ist, dass man das alles machen kann, ist das, glaube ich, ein echtes Problem. Und da bin ich wieder großer Fan von Einfachheit, irgendwie Simplicity, möglichst simpel anfangen, möglichst viel quasi standardisiert verwenden. Mit einer Postgre-Datenbank kommt man sehr weit. Man braucht nicht irgendwie 1000 verschiedene Datenbanken. Oder auch mit einer MySQL, MariaDB, was auch immer. Mit einer Datenbanktechnologie kommt man oft sehr weit. Man braucht auch nicht 20 verschiedene Orchestration-Tools, sondern sollte möglichst gucken, dass man einfach und simpel an das Ganze herangeht und erstmal guckt, was man überhaupt für Wert erzeugen kann, bevor man vielleicht irgendwann das Ganze doch ein bisschen komplexer aufbaut. Genau. Das ist so das, was ich die letzte Woche oder letzten Wochen festgestellt habe in meinem Bereich. Aber ich finde es sogar eigentlich auch schön, dass es verschiedene Tools dann praktisch auch vor allem in großen Unternehmen gibt. Jeder soll das verwenden, wo er sich am wohlsten fühlt, sag ich mal, und wo er am schnellsten die Werte erzeugen kann. Meistens braucht man diese MPP-Tools nicht, was wir vielleicht heute auch sein könnten. Aber klar haben die verschiedene fürs Finance Reporting, brauchst andere Dinge wie für IoT-Auswertung und da haben die halt verschiedene Schwerpunkte. Finde ich jetzt erstmal gar nicht falsch, aber klar, diesen Orchestrierungslayer und dann halt auch diese Data Governance, Data Lineage wird dann halt deutlich schwieriger, wenn man über verschiedene Query Engines und verschiedene Storage und vielleicht sogar noch verschiedene Hyperscaler dann seine Data Lineage tracken muss und dann die Daten integrieren muss, genau. Klar. Ja. Genau. Und dann, du hast gerade schon angesprochen, MPP. Wofür steht MPP denn? Massive Parallel Processing. Okay, und damit sind wir, glaube ich, auch schon direkt im Hauptthema unserer heutigen Folge. Hauptthema heute sollte ja Spark sein. Willst du einfach mal kurz erzählen, was Spark vielleicht ist, was man damit machen kann? Ja, Spark ist eine Massive Parallel Processing Plattform. 2010 entwickelt, aus den 2015er Jahren, wo jeder über Big Data gesprochen hat, gell? Das war ja da so dieses Hype-Ding. Und eigentlich war praktisch dieses Entwurfmuster, war das eine, ist eben Massive Parallel Processing, also die Verteilung von Datenverarbeitung auf verschiedenste Server, um parallelisiert schnell große Mengen Daten zu verarbeiten. Und das zweite war eben dieses MapReduce, also also hat natürlich dann auch mit MPP zu tun, aber ich bilde praktisch aus Subset an Daten Aggregate und stelle die dann praktisch zentralisiert dar. Und da ist praktisch Apache Spark so der Standard, der sich daraus ergeben hat, 2010, 2015 entwickelt mit Java, Scala und Java, der das praktisch ermöglicht hat und diese ersten großen Big Data Use Cases ermöglicht hat. Und bis heute, 15 Jahre später, sind diese Entwurfsmuster und noch Spark Libraries praktisch überall im Einsatz. Jeder, der über Big Data redet, hat nicht irgendwo eine Spark-Instanz oder früher benutzt oder verwendet zumindest die Entwurfsmuster von Apache Spark und diesem Massive Parallel Processing, genau. Ja, wenn ich Spark sehe, ist das meistens in Verbindung mit PySpark in irgendeiner Form. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass mittlerweile in dem ganzen Data-Ökosystem oder auch vor allem in dem AI-Bereich halt einfach extrem viel Python gemacht wird. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen das, was man ganz häufig sieht. Aber an sich ist das sprachunabhängig, oder? Das kann ich in den allermeisten Sprachen quasi, gibt es da Schnittstellen oder Bibliotheken für, oder? Das ist jetzt erst seit kurzem, da gibt es dieses, Spark Connect heißt es, wo praktisch diese Java API, Java JVM Scala API, die ja auch in PySpark drin ist, also PySpark sind ja nur Bindings auf diesen Java API Planner. Und je nachdem, wie du Spark benutzt, wird ja entweder diese PySpark API wird praktisch übersetzt in
von dieser Query Master Execution Engine wird übersetzt in Scala-Funktion, ähnlich wie bei SQL, wo du irgendwas praktisch definierst und beschreibst, eine Transformation beschreibst und die dann im Query Planner in wirklich materialisierte Berechnungen umgesetzt wird bei Spark das eben auch so gehandhabt, dass du entweder, wenn du PySpark in der nativen API benutzt, dann übersetzt du praktisch nur diese Python-Funktion in eine Java-Funktion und dann der Java Query Planner optimiert dann diese Java-Funktion und verteilt die dann an die verschiedenen Workern in deinem Cluster und die führen dann Dinge aus. Ja. Aber jetzt mit Spark Connect konnte man das trennen und das gibt es auch für R und Rust und andere praktisch nicht JVM und Python-kompatible Programmiersprachen, Bindings, wie du praktisch über diese Spark Connect API den Spark Master ansprechen kannst. Und da läuft dann aber, dieser Spark Master läuft dann auch in einem anderen Prozess und so. Also nochmal komplizierter und nochmal weiter weg im Debugging natürlich. Was überall in diesem Massive Parallel Processing passiert, ist ja immer, dass praktisch die wirkliche Ausführung dann nicht auf deinem Laptop passiert oder in dem Notebook, das du praktisch gerade geöffnet hast, sondern diese Berechnung wird dann übers Netzwerk serialisiert, an irgendeinen Worker geschickt und der muss dann Dinge berechnen. Und wenn da was schief geht, dann ist es natürlich super schwer, die Traces und zurück zu verfolgen, was wirklich passiert ist. Genau. Also und über das Spark Connect bist du nochmal einen Schritt weiter davon entfernt, praktisch an dieser Traceability und an der Debugbarkeit von diesen Compute-Jobs. Ist ja quasi so im Vergleich zu DuckDB dann sozusagen einfach anders, weil DuckDB war ja alles irgendwie lokal oder auf dem Rechner, auf dem man das gemacht hat, und PySpark eigentlich genau das Gegenteil, dass man zwar irgendwie auf seinem Rechner vielleicht etwas definiert, aber die eigentliche Ausführung eigentlich ganz woanders passiert. Ja, genau, also das komplette Gegenteil. In Spark beschreibt man praktisch eine Berechnung und die wird dann verteilt an 10, hunderte Nodes, die man zur Verfügung hat. Die Nodes, die lesen dann von Network Shares und partitionierten Datentabellen. Und dann wird praktisch auf jedem Node hat der Berechner dann praktisch die Berechnung für ein Subset an Daten, die vorliegen. Und da kommen wir natürlich schon zu einer Voraussetzung, damit das effizient funktioniert, dass eben diese Daten so vorbereitet sind, dass sie eben schon partitioniert sind. Also wenn die Daten nicht partitioniert sind und du praktisch über einen sehr, sehr verteilten Key oder gruppierst nach einer Dimension, die sehr verteilt ist über deinen Persistenzlayer, dann kann es sein, dass du praktisch mit dieser parallelen Prozessierung deutlich langsamer bist als mit einem Eager Execution im DuckDB. Ich muss meine Nase putzen. So. Ja, ist ja so der Klassiker, dass man denkt, wenn man jetzt irgendwie alles parallel macht, dass man dann schneller ist. Aber wie auch in der normalen Programmierung, ganz oft ist man dann erstmal viel langsamer, weil man komplett anders denken muss darüber, wie man Daten erstellt, wie man Daten partitioniert, wie die Daten im Speicher liegen. Und das ist halt einfach viel mehr, sag ich mal, Gedanken, die man sich vorher wahrscheinlich machen muss. Muss man sich vorher machen, genau. Ja. Und natürlich dann, im Vergleich zu, sag ich mal, herkömmlicheren Tools, die vielleicht sowieso alles im RAM bearbeiten, und da fällt es halt auch nicht ganz so auf, weil die Datenmengen halt typischerweise klein sind. Oder kleiner zumindest. Ich meine, bei 100 Megabyte oder 500 Megabyte ist halt was anderes, als wenn man ein paar Terabyte oder Petabyte verarbeitet. So ist es. Also zum einen praktisch, man muss die Daten entsprechend vorbereitet haben, dass die Daten eben so bereit liegen, damit man praktisch dieses Massive Parallel Processing praktisch in seiner Fülle oder in den Vorteilen ausnutzen kann. Das heißt, für Ad-Hoc Analytics ist so ein Spark wohl nicht das Einfachste. Das ist eher für Long-Running Computes, also wo man sagt, man macht mal 10 Minuten eine Auswertung oder 15 Minuten eine Auswertung, also über Petabyte an Daten. Dann früher war es natürlich auch so, dass man diese Columnar Storages ja
Datenformate ja gar nicht so hatte, sondern da waren das eben CSVs oder JSON oder binäre Datenformate, die man reihenweise praktisch gelesen hat. Was natürlich auch ein ganz andere Zugriffszeiten praktisch bedeutet hat und dass man natürlich auf diese Werke in Parallelisierung verteilen konnte, also diese Datenbanklast. Und natürlich früher, vor 10, 15 Jahren, waren die Computer halt deutlich langsamer. Das heißt, man konnte da eben über Parallelisierung einfach einen großen Vorteil schaffen, wo du jetzt halt wenn du sagst, du hast ein Parquet-File, du kriegst 1 Gigabyte CSV in 10 Megabyte Parquet-File über halt sehr intelligente Komprimierung und da hast du natürlich ganz andere Zugriffszeiten dann auch von deiner lokalen Maschine und natürlich hast du noch irgendwie doppelt oder dreimal so schnelle lokale Ja. und die vektorisierten Zugriffe auf die CPU und so weiter. Also auch da hast du halt mittlerweile andere Tools und die Skalierung von damals, wo man gesagt hat, okay, hunderte Gigabyte, Terabytes an Daten sind für massive parallelisierte Prozessierung, sind jetzt wahrscheinlich eher im Bereich 500 Terabyte, hunderte Terabytes, wo du sagst, ab da macht es irgendwie Sinn, das so vorzubereiten. Und dann zu sagen, ich schalte mir jetzt das Tooling, ich leiste mir praktisch jemand, der sich um das Tooling kümmert, ich leiste mir jemand, der sich Gedanken macht, wie ich die Daten aufbereite, wie ich die Daten verteile und wie ich dann diese Datenprozessierung orchestriere und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, wo man sich im Voraus Gedanken machen muss, wenn man das tut, im Vergleich zu Pandas, wo man auch schon mehrere Gigabyte einfach in Memory ad hoc verarbeiten kann. Oder Ja. DuckDB, wo es bis zu wahrscheinlich einem Terabyte gut funktioniert, Daten zu verarbeiten, oder? Bei Ich weiß gar DuckDB nicht. geht das ziemlich weit. Also dadurch, dass du am Ende von der Platte halt streamen kannst, also von der Festplatte, Ja. ist das halt relativ egal, solange es auf deine Festplatte passt. Ich meine, klar, sobald es halt nicht mehr in den Arbeitsspeicher passt, wird es halt verhältnismäßig langsam. Ist halt immer die Frage, ob es wichtig ist, dass du das, sag ich mal, das Ergebnis jetzt in 5 Sekunden hast oder ob du das halt auch in 15 Minuten, ob du damit leben kannst. Gerade in der Data Pipeline kann man natürlich schon auch manchmal sagen, okay, wenn es jetzt 15 Minuten dauert, da geht's Leben halt weiter. Das ist für viele Data Pipelines, glaube ich, verkraftbar. Nicht für alle, muss man auch ganz klar sagen, aber oft ist es ja ausreichend, weil ja, so diese Real-Time-Data-Sache ist ja oftmals so, ja, es reicht halt, wenn das zum nächsten Board-Meeting fertig ist und nicht unbedingt immer sofort die letzten 3 Sekunden verfügbar sein müssen. Und da gibt's dann Deswegen wieder ist andere es, Tools natürlich. genau, Also das ist ja total in Ordnung. Aber ich würde sagen, es ist immer deutlich günstiger, einen Server mit 500 Gigabyte Arbeitsspeicher sich zu leisten, als so ein MPP-Cluster zu betreiben. ja, das Äh, ist ja auch einfach eine Frage. Es muss ja auch administriert werden, es muss aufgesetzt werden, es muss auch gewartet werden. Das ist ja nicht so, dass man das einmal aufsetzt und fertig ist. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Selling Point von so Databricks oder Snowflake, die halt sagen, ja, wir geben euch ein Notebook Frontend und dahinter läuft halt irgendein mysteriöses Etwas und das wird halt im Normalfall Spark sein, würde ich mal behaupten. Und Mit noch klar, ein paar Adjustments, genau. Also so wie DuckDB praktisch eine sehr optimierte Runtime hat ja Spark mit seiner Databricks mit seiner Spark Runtime, die ja praktisch mit Spark Core wenig mehr zu tun hat, sondern nur noch die API praktisch gemeinsam haben. Aber die haben ja praktisch in C++ diese gesamte Spark Core nachimplementiert und sind von Java dann in C++ und haben da ja, halt wohl in Benchmarks 3- bis 7-fach verbesserte Leistung. ja, Aber es ist natürlich alles synthetisch. Also wie es dann in echt aussieht, wie gesagt, man muss dann diese Daten wirklich auf diese großen Systeme verteilen und schon so im Voraus partitioniert haben, dass das irgendwie funktioniert. Und wenn ich dann eine CSV praktisch von S3 oder Azure Blob Storage in einen Spark Data Frame reinlade, dann bin ich deutlich effizienter und schneller ad hoc unterwegs mit einem DuckDB oder mit einem Pandas oder ja. Polars und so weiter und effizienter. Ja. Lohnt sich halt immer erst, wenn man große Datenmengen hat und die Ja, auch kontinuierlich verarbeitet. aber das Schöne ist, also ich benutze es auch für kleinere Daten. Warum? Weil diese Konnektoren von Spark zu irgendwo anders hin natürlich überragend sind. Also JDBC-Konnektoren
Es gibt für praktisch für jede Datenbank, die irgendwie eine Größe hat, gibt es einen Connector, der auch mit sehr, sehr großen Datenmengen noch sehr stabil funktioniert. Wir Ja, wissen beide, dass mit Python oder sagen wir imperative Programmierung und man lädt dann praktisch Out-of-Memory-Daten irgendwo hin. Das ist super schwierig zu implementieren. Also man musste halt auf viele Dinge achten. Und da ist natürlich Spark mit diesem Read Data Frame, partitionieren wir das nach und schreiben wir das dann als Delta Lake oder Apache Iceberg irgendwo hin. Schon sehr genial. Und dafür benutze ich das auch sehr, sehr gerne. Da habe ich einfach so einen Container, da ist PySpark drin oder Scala Spark mit einer Spark Runtime in dem Container. Das ist wirklich nur ein Single-Node-Container, wo der Worker und der Master und eben der Code deployed ist und das funktioniert super stabil. Da kann ich dann praktisch, was auch super gut ist für Datenintegration. Ich lese irgendwie On-Prem mit einem Cron-Job aus einer On-Prem-Database und schiebe das praktisch in eine Blob-Storage, in S3 oder Azure Blob Storage, ja, in schon einem Delta Lake-Format. Was ja. zum Beispiel die Azure Data Factory nicht kann, die kann nur praktisch lesen und nach Parquet schreiben. Mit einem Spark-nativen Ding kann man praktisch in das Delta Lake-Format ein Append schreiben oder ein Upsert und dadurch praktisch dieses inkrementelle Datenverarbeiten praktisch noch Ja, downstream noch mit unterstützen. Auch ja wunderbar, also genau, ja. das ist schon cool. Also das ist auch was, wo DuckDB auf jeden Fall aktuell noch nicht ist an dem Punkt. Also da auch Delta Lake oder Iceberg auch nur lesend. Und auch die Konnektoren. Es gibt zwar für die großen Sachen gibt's Konnektoren, aber die Menge, die in PySpark dazu oder in Spark zur Verfügung steht, ist auf jeden Fall noch nicht da. Wobei das Ökosystem halt super lebendig ist aktuell. Da tut sich gerade richtig viel. Also ich denke, in den nächsten Jahren werden wir da auch einfach mehr sehen. Genau. Ein Unique Selling Point natürlich von Spark ist auch diese Streaming API, wo du praktisch mit der gleichen Auszeichnung oder mit der gleichen Programmiersprache, wie du praktisch Batch-Jobs verarbeitest, kannst du auch praktisch Spark Read Streams transformieren Ja, und weiterschreiben. Das ist natürlich überragend. Also man kann einfach aus einer Kafka lesen, aus NUTS lesen, aus Delta und Iceberg Streaming ja. Tabellen lesen und die Downstream weiterschreiben mit der gleichen API, wie man auch Batch-Daten verarbeitet. Natürlich toll. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon eine coole Sache. Also ich würde jetzt so zusammenfassen, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass Spark halt vor allem für größere Datenmengen auf jeden Fall am meisten Sinn ergibt, sag ich mal. Aber für wirklich große Datenmengen und wenn man halt diese Vielfalt an Konnektoren braucht, um zum Beispiel Daten von irgendwo zu lesen. Man muss halt immer bedenken, dass man irgendwo diese Infrastruktur halt benötigt, zumindest wenn man das im größeren Stil machen will. Und die Infrastruktur halt entweder, ja, muss man sie halt selber aufsetzen und bezahlen, oder man nutzt halt irgendeinen Anbieter, der das halt bereitstellt. Aber auch die lassen sich das natürlich entsprechend bezahlen, so dass das irgendwie sich am Ende lohnen muss. Und wenn man halt irgendwie ein paar hundert Megabyte am Tag verarbeitet, wahrscheinlich einfach nicht die kosteneffiziente Art und Weise ist, das zu tun, auch wenn das natürlich grundsätzlich geht, aber kostensparend ist das auf jeden Fall nicht. Habe ich Also das? die meisten brauchen nicht die Skalierung, Massive Parallel Processing Skalierung, die Spark könnte. Also Spark löst praktisch Probleme, die die meisten Leute nicht haben. Ja, Auf der anderen Seite, also und dadurch, dass es diese Probleme löst, macht es das natürlich zu Beginn deutlich komplexer, damit zu starten und auch das in Day-2-Operations praktisch zu betreiben, weil es eben durch Parallelisierung und dieses Master-Slave oder diese Distributed Runtime eben problematisch ist, auch Tests zu schreiben und so weiter, also Integrationstests zu machen, Unit-Tests zu machen und so weiter, ist halt deutlich komplexer als mit, jetzt sag ich mal, DuckDB, Polars oder nativer ETL-Orchestrierung. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe jetzt irgendwie einen Sprint damit verbraten und das funktioniert, ich habe jetzt einen Sprint mit einer Data Pipeline verbraten, die dann doch noch nicht so stabil läuft, dann würde ich wirklich mal den Tipp geben, versucht mal mit einem Spark das auszuführen. Es kann gut sein, dass dass das Spark Framework praktisch die Probleme löst,
die praktisch ihr mit Dry Catch oder Hour Catch und Out of Memory Handling praktisch lösen solltet oder müsst. Und dann ist natürlich schöner, wenn man ein Pre-Made Framework hat, das man nicht selber maintainen muss und das halt von sehr, sehr schlauen Entwicklern implementiert wurde und das dann praktisch schon bestätigterweise solche Aufgaben dann lösen kann. Genau. Ja, man kann ja mit Single Node auch also Spark geht ja auch mit Single Node, muss ja nicht Massive Parallel Processing sein, auch wenn das sicherlich der häufigere Anwendungsfall ist bei vielen. Ja, aber diese Lazy Data Frames und diese Lazy Data Frame Konzepte, die kann man genau auch auf dem Spark Single Node anwenden, genau, und da super cool dann diese Konnektoren praktisch einsetzen. Ja. Okay, das klingt doch ganz cool. Wir quatschen schon wieder fast 30 Minuten. So lang. Deswegen würde ich sagen, damit uns die Leute noch zuhören, machen wir so langsam Schluss. Hast du noch was du am Ende quasi mitgeben möchtest als Abschluss an der Stelle? Spark ist toll, ist ein Dinosaurier und bei uns macht es auch jeder, der anfängt, weil diese Konzepte immer noch heute gelten. Also so diese Verteilung von Partitionierung von Daten, Verteilung von Workloads und das Parallel Processing ist einfach ein Konzept, das man halt als Data Engineer oder jemand, der sich mit Data befasst, einfach kennen sollte. Und dadurch, dass es Open Source ist und so tolle viele YouTube-Tutorials und Blogposts darüber gibt, ist einfach für uns im Onboarding ein Standard, dass man da sich eine Woche, 2 Wochen damit beschäftigt und da eben ganz viel angewandtes, im Spark steckt einfach so viel angewandtes Data Engineering und Data Wissen, was einfach toll ist, wenn man das einfach sich mal damit befasst und sich da die Best Practices drauf schafft, die man dann natürlich auch übertragen kann in andere Programmiersprachen und Frameworks, genau. Okay, cool. Hat mich gefreut, heute mit dir hier wieder zu quatschen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen und auch was gebracht. Lasst uns gern wissen, was ihr denkt. Schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns auf LinkedIn. Und was es zum nächsten Mal für ein Thema gibt, werden wir mal schauen. Haben wir, glaube ich, noch nicht festgelegt, aber ich denke, wir werden schon was Gutes finden für euch. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns eure Probleme und wir versuchen da mal darauf einzugehen. Genau. Ja. So sieht's aus. Tolle Chance. Dann genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.